Hallo, ich möchte heute über das Buch Guapa von Salim Khadat sprechen. Dieses Buch hat mir sehr gut gefallen, deswegen möchte ich es euch kurz vorstellen. Die Hauptperson in diesem Buch heißt Raza und er ist 27 Jahre alt. Er hat eine Zeit lang in den USA studiert, ist jetzt aber zu seiner Großmutter zurückgekehrt. Die Großmutter lebt in einer Großstadt in einem arabischen Land. Welches Land wird aber nicht gesagt. Raza hat dort die Anfänge des arabischen Frühlings mitbekommen und war auch mit beteiligt. Er hat sehr große Hoffnungen da reingelegt. Inzwischen ist er aber sehr desillusioniert, weil mehr und mehr konservative islamische Personen Einfluss darauf ausüben. Hauptangelpunkt dieses Buches ist allerdings nicht das, sondern ein anderes Problem von ihm. Und zwar hat seine Großmutter ihn mit einem Mann im Bett entdeckt. Mit der Großmutter lebt er auch unter einem Dach. Sie ist eine sehr wichtige Bezugsperson für ihn. Und das steht nun auf der Kippe, wie sich ihre Beziehung entwickeln wird. Und auch andere Bezugspersonen von ihm sind dadurch betroffen und er weiß nicht, wie es für ihn weitergehen soll. Das Buch erzählt nun die Geschichte, wie es die nächsten 24 Stunden weitergeht. Ich finde, es ist ein recht dickes Buch. In 24 Stunden kann viel passieren, aber hier liegt es auch daran, dass er ja überlegen muss, wie es für ihn weitergehen soll. Und dazu gehört auch, dass er reflektiert, was ihm bisher passiert ist und wie er jetzt überhaupt in diese Situation gekommen ist, wie er zu seiner Identität gefunden hat und wie sich das jetzt alles verändert durch dieses Zwangs-Coming-out. Das heißt, es gibt sehr viele Rückblicke, was ihm in seinem Leben alles widerfahren ist. Und ich fand das sehr interessant. Also diese Auseinandersetzung mit der eigenen Identität, wie sich das auch verändert hat, je nachdem mit wem er zu tun hatte und an welchen Orten er war. Ich habe bei YouTube ein Video von dem Autoren gefunden, in dem er einen Vortrag über Identität hält und dort bringt er viele Beispiele aus seinem eigenen Leben, die mir aus diesem Buch hier auch schon recht vertraut vorkamen. Das hat mir sehr gut gefallen und ich werde das Video, was so 20 Minuten lang ist, auch unten verlinken. Es ist auf Englisch. Insgesamt mag ich ja solche Selbstfindungsbücher, in denen man die Charaktere wirklich gut kennenlernt. Und ich habe das Buch vor einiger Zeit gelesen, Anfang Januar, das heißt, es ist schon ein bisschen her. Ich erinnere mich noch, dass es mir sehr gut gefallen hat beim Lesen, dass ich nach Hause wollte, um es fortzusetzen, weil es mich noch außerhalb vom Lesen beschäftigt hat und auch als ich es beendet hatte, hat es mich weiter beschäftigt. Jetzt beim Durchgucken habe ich gemerkt, dass ich auch zwei Dinge mir negativ markiert habe, auf die ich auch kurz eingehen möchte. Und zwar zum einen finde ich, dass er so an einer Stelle Rassismus gegen Schwarze verharmlost. Also er geht darauf ein, dass er in den USA eine Auseinandersetzung mit Rassismus kennengelernt hat, die es dort, wo er aufgewachsen ist, so nicht gab und auch nicht geben konnte eigentlich. Genau, und es wirkt an der Stelle so ein bisschen so, als ob er neidisch darauf wäre, dass schwarze Leute Widerstandsfiguren haben, auf die sie zurückblicken können, also Vorbilder haben. Und arabische oder Menschen, die von antimuslimischen Rassismus betroffen sind, haben solche Vorbilder noch nicht. Das ist ein Absatz, in dem es darum geht, und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich es vielleicht falsch interpretiert habe, aber so wie ich es interpretiert habe, ist es mir negativ aufgestoßen. Die andere Sache, die ich auch hervorheben möchte, war jetzt nicht so präsent, dass sie mir die Freude am Lesen genommen hat. Sie hat aber schon immer mal wieder, stand sie für mich im Raum und sie kommt bei schwulen Cis-Autoren oft vor. Und zwar ist das Ganze sehr cis-normativ geschrieben. Also die Autoren schreiben über schwule cis-Hauptcharaktere, soweit so gut. Diese gehen dann oft in irgendwelche queeren Bars und oder schwulen Bars gelabelt und dort sind dann sogenannte Männer in Frauenkleidung. Abgesehen von der Frage, was denn genau Frauenkleidung sind, zu dem Aspekt, dass hier einfach davon ausgegangen wird, dass es Männer sind. Also ich möchte nicht unterstellen, dass das keine Männer sind. Klar gibt es auch Männer, die gerne sogenannte Frauenklamotten anziehen und sich vielleicht in queeren Bars sicherer fühlen. Aber ich
bezweifle doch, dass das alles Männer sind. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da Transfrauen oder transweibliche Personen dabei sind und einfach diese Möglichkeit zu nehmen, dass es überhaupt Transpersonen gibt, ja, fand ich sehr unangenehm, finde ich immer wieder unangenehm bei schwulen Cis-Autoren. Nichtsdestotrotz hat mir dieses Buch sehr gut gefallen. Ich hatte das Gefühl, sehr tief in die Erfahrungen von der Hauptperson eintauchen zu dürfen, dass die Person gut durchdacht war, sich wie eine richtige Figur angefühlt hat und dadurch sehr emotional für mich geworden ist, was mich, wie gesagt, auch außerhalb vom Lesen begleitet hat, sodass ich mich darauf gefreut habe und gespannt war, wie das Buch weitergeht. Was ein sehr gutes Zeichen für mich ist. Das war schon, was ich zu diesem Buch kurz sagen wollte. Mir hat es sehr gut gefallen und ich bin interessiert daran, wenn ihr das Buch gelesen habt, wie fandet ihr es? Das war's. Bis bald.